Hallo zusammen, die Märkte stehen kurz vor einer großen Explosion. Doch in welche Richtung wird sich der Markt bewegen? Heute werfen wir einen tiefen Blick auf XRP, Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt. Ich bin hier mit meiner speziellen Elliott-Wellen-Analyse. Viele Signale deuten auf eine kritische Phase hin. Wer jetzt aufmerksam ist, kann von dieser Bewegung erheblich profitieren. Bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dabei, denn ich teile nicht nur die aktuellen Wellen, sondern auch meine Kursziele für die kommenden Tage. Um solche Analysen nicht zu verpassen, abonniert den Kanal, aktiviert die Benachrichtigungen und teilt eure Meinungen in den Kommentaren. Kommen wir nun zu den Charts. Momentan befinden wir uns bei Bitcoin in einer Impulswelle und ich denke, wir befinden uns gerade am letzten Abschnitt dieser Bewegung. Die erste Aufwärtsbewegung war unsere erste Impulswelle, gefolgt von der zweiten. Danach haben wir die dritte Welle erlebt. Anschließend kam die vierte Welle und jetzt nähern wir uns dem Abschluss der fünften Welle. Hierbei ist Folgendes entscheidend. Es geht darum, die impulsiven Bewegungen in den kleineren Wellen zu erkennen und das maximale Niveau für den nächsten Aufwärtsschub zu bestimmen. Nach meiner bisherigen Analyse erleben wir aktuell die vierte Welle nach einer anfänglichen Diagonale in einem Fünfermuster und der anschließenden Korrektur in einem Dreiermuster. Da der Abwärtsimpuls ebenfalls mit einer Fünferstruktur begann, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eine Zickzack-Korrektur sehen. Es besteht also die Möglichkeit, dass wir mit einer weiteren Fünferstruktur abschließen. In diesem Fall halte ich die 2% Korrektur der vierten Welle, die nach der dritten kommt, für einen guten Bereich. Der Preis ist mit viel Momentum gestiegen und ein erneuter Rückgang könnte am Bereich zwischen 101,8 und 75,935 stattfinden. Dieser Bereich wird für uns von großer Bedeutung sein. Die Bewegung zeigt, dass die A-, B- und C-Struktur der Hauptbewegung abgeschlossen ist und ein neuer Aufwärtstrend starten könnte. Aktuell sehe ich die nächste Zielzone zwischen 116 und 120. Diese Bereiche wären für die fünfte Welle passend und nach diesem größeren Anstieg erwarte ich erneut eine Korrektur bei Bitcoin. Bis dahin werde ich die Entwicklung Schritt für Schritt mit euch verfolgen. Elliott Wave ist eine sehr starke Methode und analysiert den Markt präzise. Mit meiner 10-jährigen Erfahrung plane ich, auf diesem Kanal weiterhin hochwertige Inhalte für euch zu produzieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Jetzt wechseln wir zu XRP, Freunde. XRP ist für uns sehr wichtig, eine der bedeutendsten Coins weltweit. Für XRP gibt es eine wichtige Zone. Basierend auf dem Wochenabschluss liegt der Fokus hier auf diesem Bereich. Zwischen diesen beiden Bereichen erhält XRP konstant Unterstützung. Aber dieser Bereich wurde bereits sehr häufig getestet. Schauen wir auf den 4-Stunden-Chart. Hier wurde diese Zone immer wieder getestet. Zuerst als Widerstand, dann mehrfach als Unterstützung, immer wieder. Schließlich sehen wir auch hier erneut Unterstützung. Ein so oft getesteter Bereich erfordert irgendwann einen Ausbruch. Und da wir kein höheres Hoch bilden konnten und XRP die Marke von 2,36 USD nicht überschreiten konnte, halte ich ein bärisches Szenario für wahrscheinlicher. Ich zeige euch diesen Abschnitt nun anhand des Trends und der Elliott-Wellen noch etwas genauer. Wir haben hier einen Abwärtstrend und solange XRP diesen nicht überwindet, also nicht über die blaue Abwärtstrendlinie steigt, wird kein neuer Aufwärtstrend beginnen. Meiner Einschätzung nach erfährt der Preis hier fortlaufend Verkäufe aus diesem Blockbereich, weshalb ich ein Kursziel von 1,80 USD bei XRP sehr realistisch finde. Diese Bewegung dürfte folgendermaßen verlaufen: ein Anstieg bis zum Block, ein Test und dann erwarte ich einen klaren Rückgang auf etwa 1,80 USD. Dies ist ein sehr wichtiger Bereich, wo der Preis möglicherweise nicht stoppen wird. Daher sehe ich die Marke von 1,30 USD, die das untere Kanalziel darstellt, als wichtige Unterstützung. Sollten die Zonen bei 2, 9 USD und 2, 13 USD unterschritten und dort Tageskerzenschlüsse gebildet werden, dürfte der Verkaufsdruck zunehmen. Die Ziele von 1,80 und 1,30 USD werden dann sehr relevant. Für eine Aufwärtsbewegung müsste XRP zunächst diesen Bereich überwinden. Besonders wichtig ist die Marke von 2,43 USD. Gelingt es dem Kurs, sich dort zu stabilisieren, könnte ein neuer Aufwärtstrend starten. Ich halte das bärische Szenario jedoch aktuell für wahrscheinlicher. Der Grund: Nach der Elliott-Wellen-Theorie gab es sowohl in der Korrekturbewegung als auch am Anstieg jeweils dreifache Bewegungen.
Ich erwarte, dass nun erneut entweder eine Dreier- oder eine Fünfer-Bewegung folgen wird. Das könnte einen Rückgang von 30-40% bei XRP bedeuten. Wenn ich diesen Abschnitt professionell I am Elliott-Stil betrachte, zeigt sich klar, dass wir uns aktuell in einer ABC-Korrektur befinden. Deshalb denke ich, dass der vorherige Anstieg abgeschlossen ist und bereits 20-30% des Abverkaufs stattgefunden haben, etwa 70% des Abwärtspotenzials stehen also noch aus. Es ist logisch, über diese Struktur nachzudenken, da die Unterstützung I am aktuellen Trend inzwischen von fast allen Marktteilnehmern erkannt und genutzt wird. Eine so offensichtliche Unterstützung wird irgendwann ernsthaft durchbrochen. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Wende bei XRP langsam begonnen hat. Solange der Bereich von 2,22 USD nicht überschritten wird, dürfte der Preis erneut auf 2 USD fallen. Nach einem kleinen Anstieg auf 2,13 und 2,9 USD rechne ich mit dem Beginn der eigentlichen starken Abwärtsbewegung. Aktuell spielt auch der geopolitische Konflikt eine Rolle, der die Angst am Markt steigen lässt. Ich rechne daher mit einem Rückgang bei risikoreichen Assets wie den Kryptomärkten. Nach diesem Video werde ich noch Bitcoin und Ethereum, Bitcoin und Solana sowie Bitcoin und AVAX analysieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Passt gut auf euch auf. Einen schönen Tag euch allen.